Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Food Adventskalender mit dabei seid. Wir sind bereits bei Nummer 11 und hinter Nummer 11 versteckt sich das Rezept von ganz leckeren Marzipanlebkuchen. Viel Spaß! Für die Marzipanlebkuchen brauchen wir 120 Gramm flüssigen Honig, 2 Eier, 250 Gramm Zucker, 2 Teelöffel Zimt, 2 Teelöffel Lebkuchengewürz. Dann brauchen wir noch einen halben Teelöffel Pottasche, 2 Esslöffel Wasser, 420 Gramm Mehl, 150 Gramm Marzipanrohmasse, 400 Gramm dunkle Kuchenglasur, 200 Gramm weiße Kuchenglasur und dann noch Obladen mit einem Durchmesser von 7 cm. Die Pottasche, die habe ich jetzt hier drin, da geben wir jetzt die 2 Esslöffel, nein, nicht Esslöffel, das sind Teelöffel Wasser dazu und das lassen wir kurz stehen und das darf ein bisschen quellen. Das ist nämlich das Triebmittel für die Lebkuchen. Dann geht es weiter mit dem Honig, den gebe ich einfach in eine Schüssel. Da kommen dann die ganzen Gewürze dazu, also das Lebkuchengewürz und der Zimt. Und dann noch die Eier. Und das wird verrührt. Ja, ich habe es versucht mit dem Knethaken, aber das funktioniert nicht, das kann ich euch gleich sagen. Nehmt den Flachrührer oder wenn ihr es mit einem Handmixer macht, den normalen Schneebesen. Das seht ihr jetzt dann auch hier. Habe gewechselt zum Flachrührer. Da geht es einfach einfacher. Das Ganze verrühren wir jetzt. Und dann kommt noch der Zucker dazu. Und das Ganze wird so lange aufgeschlagen, bis das so weißcremig wird. Das sieht man hier eigentlich ganz gut. Oder mehr so ockercremig. Ja. Dann kommt die Pottasche dazu. Die gebe ich einfach damit hinein. Bitte wundert euch nicht, die riecht ein bisschen komisch. Das ist vollkommen normal. Ja, und dann gebe ich nach und nach noch das Mehl dazu. Also einfach löffelweise dazugeben, Maschine ein bisschen runterschalten. Ja, und dann hat es mein Flachrührer dann auch nicht mehr so richtig mitgemacht. Ja, haben wir die Hälfte daneben geschüttet. Und da brauchte ich wieder meine Knethaken. Also, ja, da bin ich immer recht unentschlossen, was ich da nehmen soll. Das wird verknetet und dann sieht mein Teig so aus. Also der ist ziemlich fest, erschreckt da nicht. Das ist genau richtig so. Den tue ich kurz zur Seite. Hier habe ich jetzt meine Marzipanrohmasse. Aus der forme ich jetzt Kugeln. Und bei mir sind es, ich glaube, es waren 25 Stück geworden. Also für jeden Lebkuchen eine Kugel. So sah das aus. Ja, und dann habe ich hier meinen Teig und meine Obladen. Meine waren jetzt 7 cm groß, also hatten einen Durchmesser von 7 cm. Ihr könnt auch andere nehmen. Portioniert habe ich das Ganze mit einem Eisportionierer. Ich finde es eigentlich immer ganz einfach mit dem. Dann nehme ich jetzt eine Kelle voll von dem Teig und gebe die auf meine O-Platte und drücke das Ganze fest oder passe den Teig der O-Platte an. Also das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass der Teig so fest ist, aber das funktioniert, glaubt mir. Ja, und dann kommt oben ein Loch hinein. Also es wird einfach, ich habe jetzt hier einen Kochlöffel, einfach ein Loch hinein drücken. So sah das aus. Und da gebe ich jetzt eine Kugel vom Marzipan hinein und drücke das Ganze ein bisschen fest. Wer das so nicht möchte, der kann es auch anders machen. Er arbeitet einfach den Marzipan mit in den Teig hinein. Das geht auch. So sah das Ganze aus. Die dürfen jetzt bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für 15 Minuten backen. So sahen sie nach dem Backen aus. Der Marzipan wird oben etwas dunkler als der Lebkuchen selber, aber das ist okay. Dann habe ich hier meine Kuvertüre oder halt eben Kuchenglasur. Die schmelzt ihr bitte nach Backungsanleitung. Ich hatte hier jetzt in meiner noch ein bisschen Kokosöl mit hinein, denn sie war ziemlich dickflüssig. Ja, und dann wird jetzt einfach der gebackene Lebkuchen hineingetaucht. Bitte vorher auskühlen lassen, das habe ich vergessen zu sagen. Die Lebkuchen müssen ausgekühlt sein. Dann taucht es in die Schokolade und lässt sie trocken. Ihr könnt auch andere Schokolade nehmen, also ihr müsst jetzt nicht dunkle nehmen. Ja, dann hatte ich hier noch weiße Kuchenglasur und die wird dann so drüber gespritzt. Die hier war jetzt ganz praktisch, die war in einem optimalen Beutel drin und dann habe ich die einfach in der Mikrowelle erhitzt und dann über meine Lebkuchen gespritzt. Ja, und dann darf das Ganze trocknen und dann sind ganz leckere Marzipanlebkuchen fertig. Am besten schmecken sie natürlich, wenn sie ein paar Tage, am besten eine Woche noch luftdicht in eine Dose gelegt werden und dann noch so gut eine Woche ruhen dürfen. Denn je länger sie liegen,
umso intensiver werden sie im Geschmack und sie werden auch wieder weicher. Also nicht erschrecken, am Anfang sind sie fest, aber das geht dann wieder weg. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch eine tolle Weihnachtszeit. Bitte passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.